Vom 5. bis 19. September waren wir wieder mit unserem Hupsi unterwegs. Da wir in diesem Jahr gerne noch einmal Sonne tanken und im Meer baden wollten, wählten wir als Hauptziel unserer Spätsommerreise die Westküste Istriens aus. Wir besichtigten während unseres Urlaubs 4 interessante Orte und fanden Ruhe und Entspannung im Valamar Istra Camping Resort. In diesem Teil der Videoreihe berichten wir über unseren Aufenthalt in der Hauptstadt Sloweniens. Nachdem wir im Juli von unserer letzten Reise zurückkehrten, machten wir uns an die Planung unseres Septemberurlaubs. Da wir gerne noch einmal eine entspannte Zeit am Meer verbringen wollten, um dem süßen Nichtstun zu frönen, reservierten wir für die Zeit vom 10. bis 19.09. einen Stellplatz auf dem Valamar Camping Istra in Kroatien. Am Freitag starteten wir morgens um 5:30 bei schlechtem Wetter los Richtung Süden. Auf dem Weg nach Kroatien hatten wir nach etwa 415 Kilometer einen Zwischenstopp in Slowenien eingeplant. Jede Reise beginnt mit einem Traum. Ein Koffer voll Sehnsucht, wir erwarten es kaum. Wir lassen uns treiben von der Straße und dem Wind. Wir lachen, wir lieben und wir leben im Moment. Glücksmomente für die Ewigkeit. Wir sammeln sie auf jeder Fahrt zu zweit. Wenn wir lachen, wenn wir staunen, wenn wir schweigen, will ich diesen Augenblick nie mehr verlieren. Wir entdecken Welten Schritt für Schritt. Die Straße vor uns, sie tanzt im Sonnenlicht. Jeder Ort ein neues kleines Wunder. Mit dir wird jeder Tag ein bisschen bunter. Glücksmomente für die Ewigkeit. Wir sammeln sie auf jeder Fahrt zu zweit. Wenn wir lachen, wenn wir staunen, wenn wir schweigen, will ich diesen Augenblick nie mehr verlieren. Jede Erfahrung, jede Begegnung ist ein Teil von uns. Biegen Sie links ab. Und die Erinnerungen, die wir teilen, werden uns für immer verbinden. Gegen 10:45 Uhr erreichten wir unser erstes Ziel. Wir hatten zum Glück schon am Vortag auf dem Campingplatz Ljubljana Resort für 2 Nächte eine Parzelle reserviert. Ansonsten hätten wir wohl keinen Platz mehr bekommen. Der Campingplatz befindet sich am Rand von Ljubljana und ist für einen Stadtbesuch der Hauptstadt Sloweniens durchaus empfehlenswert. Den knapp 6 Kilometer entfernten Stadtkern kann man mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichen und eine Bushaltestelle befindet sich nur ca. 150 Meter entfernt. Uns wurde die Platznummer 616 in der Zone B zugewiesen und wir hatten hier eine angenehme Zeit. Nachdem wir gegessen und uns von der Fahrt ausgeruht hatten,
spazierten wir noch zum Fluss Sava, der hinter dem Campingplatz entlang fließt. Nach dem Frühstück fuhren wir am Samstag gegen 10:15 Uhr mit dem Bus in die Stadt. An der Bushaltestelle in der Nähe des Sternenparks sind wir ausgestiegen. Angrenzend an den Park befindet sich der Kongressplatz. Dieser zentrale Platz spielte in der modernen slowenischen Geschichte eine wichtige Rolle. Hier fanden diverse Massendemonstrationen statt, zuletzt in den Jahren vor der Unabhängigkeit Sloweniens. Heutzutage ist er ein beliebter Ort für Veranstaltungen. An diesem Tag fand zum Beispiel ein Gesundheitsfestival statt. Am nördlichen Ende des Platzes befindet sich die im Barock entworfene Ursulinenkirche der Heiligen Dreifaltigkeit. Auf der anderen Seite stehen das Verwaltungsgebäude der Universität von Ljubljana und die alte Philharmonie. Take a stroll through the city streets. Old town charm and bridges so fine. Ljubljana, you're a dream in time. Through the market and up to the castle, underneath the sky so blue and wide. We walk, we roam, we feel alive in Ljubljana. Ljubljana ist eine der kleinsten europäischen Hauptstädte und bietet einen interessanten Mix unterschiedlicher kultureller Traditionen. Laibach, wie die Stadt im Deutschen heißt, gehörte in der Vergangenheit zu Österreich, zu Frankreich, Italien und auch zum Deutschen Reich und Jugoslawien. Im Jahr 1991 konnte die Stadt dann endlich zur Ruhe kommen und Sloweniens Unabhängigkeit feiern. Das Stadtbild ist wesentlich geprägt durch den Fluss Ljubljanica, der sich durch die Altstadt schlängelt. Etliche Brücken überspannen den Fluss und der historische Stadtkern ist für den motorisierten Verkehr gesperrt. Pod modrim in širokim nebom hodimo, tavamo, čutimo da živimo. V Ljubljani se naša srca združijo. We'll keep walking, letting our spirits flow in Ljubljana. The journey's never done. Der Prešeren-Platz ist der Hauptplatz und lebendiges Herzstück von Ljubljana. Er ist nach dem beliebten slowenischen Dichter Prešeren benannt und zeugt von der reichen Geschichte und architektonischen Schönheit der Stadt. Die Mitte des 17. Jahrhunderts erbaute Franziskanerkirche Maria Verkündung mit ihrer auffälligen rosa Fassade dominiert den Platz und ist ein schönes Beispiel barocker Architektur. Vor dem Platz befindet sich die ikonische Dreifachbrücke Tromostovje. Die drei Brücken verbinden den Prešeren-Platz mit der Altstadt unterhalb des Burgbergs. Das Bauwerk ist nicht nur eines der Wahrzeichen der Stadt, sondern auch UNESCO-Weltkulturerbe.
Ursprünglich waren die beiden äußeren Brücken für Fußgänger gedacht, während die breite mittlere Brücke befahren wurde. Seit 2007 ist sie aber komplett für den motorisierten Verkehr gesperrt. The sun is shining, it's a perfect day. We walk the streets, the world fades away. Through the heart of the city, we find our way. Ljubljana's beauty takes our breath away. The rivers whisper, the bridge is so wide. Together we wander with nothing to hide. The cobblestone paths, the air so pure. In this moment we're sure. Der Stadtplatz ist seit dem 12. Jahrhundert eines der Zentren der mittelalterlichen Stadt. Die mittelalterlichen Gebäude wurden im Laufe der Zeit durch barocke Paläste ersetzt. Hearts full of light. In the city, everything feels so right. Der zentrale Marktplatz von Ljubljana umfasst den Freiluftmarkt, die Markthalle sowie die Marktarkaden am Ufer der Ljubljanica. Auf dem Markt kommen alle zusammen. Die Einheimischen, die hier ihre Einkäufe tätigen, Touristen, die sich das bunte Treiben ansehen und Menschen, die zum Essen und Trinken verabredet sind. The rivers whisper, The bridge is so wide. Together we wander with nothing to hide. the cobblestone paths. The air so pure. In this moment we're sure. Oh, Ljubljana, your charm so real. Every step we take, we start to feel a sense of wonder. Hearts full of light. In the city, everything feels so right. We find a quiet spot by the green. Watch the world go by, it's serene. In the city we feel alive. Together we thrive. The sun shines down on the cobbled streets where the vendors gather and the people meet. Fresh fruit and flowers, the scent fills the air. In the heart of Ljubljana, there's magic everywhere. Na trgu v Ljubljani sediš in ljudje se smejijo. Vsak dan je novi si, pa za življenja tukaj smo doma. Ljubljana srce, ki vedno utripajoča je. Old men with stories, young girls with dreams. The market is alive, or so it seems. The bells of the church ring through the square as we gather round. Everyone's here to share. Na trgu v Ljubljani sediš in ljudje se smejijo. Vsak dan je novi si, bazar življenja. Tukaj smo doma, Ljubljana srce, ki vedno utripajoča je. The river flows gently by the stone walls. The market hums with life as the evening calls. From morning to night, it never sleeps.
se diši. Die Drachenbrücke ist eines der bekanntesten Stadtsymbole. Gebaut wurde sie zu Ehren des 40-jährigen Thronjubiläums von Kaiser Franz Josef I. im frühen 20. Jahrhundert, als Ljubljana Teil von Österreich-Ungarn war. 1919 benannte man sie in Drachenbrücke um. An ihren Enden sitzen 4 geflügelte Drachen, die wiederum den Drachen im Wappen von Ljubljana verkörpern. Die Legende besagt, dass der griechische Held Jason und seine Argonauten in der Stadt landeten und einen schrecklichen Drachen töteten, der am Fluss Ljubljanica lebte. Ljubljanas Hauptattraktion ist die Burg, die seit über 900 Jahren majestätisch auf einem Hügel inmitten der Stadt thront. Ursprünglich handelte es sich hierbei um eine mittelalterliche Wehranlage. Heute ist die Burg in erster Linie eine historische Sehenswürdigkeit, ein kulturelles Zentrum und eine Touristenattraktion. Man erreicht sie durch eine Wanderung oder mit der modernen Standseilbahn. Wir haben uns für die bequeme Fahrt entschieden. Oben angekommen besuchten wir zuerst die Terrasse der Burgvinothek. Hier kann man lokale Weine sowie Snacks verzehren und dabei den tollen Panoramablick auf die Hauptstadt genießen. Up on the hill where the city sleeps, a castle stands where the river weeps. From the past it guards the night, through centuries of peace and fight. Später schlenderten wir noch über das Gelände. Die Burg besteht aus 2 Höfen, die von Mauern mit mehreren Türmen und Bastionen umgeben sind. Es gibt verschiedene Ausstellungen und innerhalb der Mauern befinden sich ein Café, ein Restaurant, ein Museum und eine Kapelle. Der Aussichtsturm ist nur mit einer Eintrittskarte für die Burg zugänglich. Castle of Ljubljana, you've seen it all. The rise, the fall, the mighty call. Through storm and sun, you stand so tall. Echoes of history in every wall. Nachdem wir gegen 2:30 wieder in der Stadt ankamen, war es Zeit für ein spätes Mittagessen. Wir haben gegenüber der Kathedrale in der Pizzeria Picasta sehr lecker gegessen. Der Dom St. Nikolaus bietet mit seiner charakteristischen Kuppel und den 2 Türmen einen beeindruckenden Anblick. Ursprünglich stand hier eine romanische Basilika, die erstmals 1262 erwähnt wird. Diese wurde im Jahre 1701 abgerissen und durch eine neue Hallenkirche ersetzt. Der barocke Innenraum ist mit Fresken, aufwendigen Schnitzereien, Gemälden und Skulpturen geschmückt. Wir bummelten dann noch ein bisschen durch das historische Zentrum und entlang der Flaniermeile mit lokalen und internationalen Geschäften. Ljubljana, mesto bregi, tvoje ulice me vodijo, v tvojih barvah, v tvojem objemu. Od Tivolija do starega mostu,
wir mit dem Bus zurückfuhren, statteten wir zum Abschluss der Stadtbesichtigung noch dem sogenannten Wolkenkratzer einen Besuch ab. Bei seiner Errichtung 1933 war er das höchste Gebäude auf dem Balkan. Von der Kaffeeterrasse genießt man einen wirklich schönen Blick auf Ljubljana und die Burg. Gegen 17:45 Uhr kehrten wir zum Campingplatz zurück, wo wir den schönen Tag entspannt ausklingen ließen. Am nächsten Tag setzten wir unsere Reise fort. Das nächste Ziel war das malerische kroatische Städtchen Motovun. Doch davon berichten wir im nächsten Teil. Ist ein neues Kapitel, wir sind anderswo und doch daheim. Wir folgen den Faden, die das Herz uns weist und finden das Glück, wohin wir auch reisen.